Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ich den Lichtschalter an meinem Smart Ford 2 ausgebaut habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier sieht man jetzt den Lichtschalter, den wir ausbauen wollen. Unter dem Lenkrad kann man jetzt hier 4 Öffnungen sehen. Da sitzen also die Schrauben drin. Das ist die erste, zweite und auf der anderen Seite geht es jetzt weiter. Hier sieht man die dritte Öffnung und da ist die vierte. Da sitzen kleine Torx-Schrauben drin. Die sitzen relativ tief dort drin, deswegen habe ich mir hier so ein Langbit besorgt, einen T10 Langbit. Hier sieht man, dass die Schrauben relativ tief, wie gesagt, angebracht sind. Und ohne dieses Langbit wird es schwierig, daran zu kommen. Mit einem normalen Bithalter kommt man eben nicht so gut in diese Löcher rein. Wie man hier sehen kann, hatte ich selbst mit diesem Langbit ein wenig Probleme, weil es nicht so einfach ist, genau die Mitte vom Schraubenkopf zu treffen. Ich habe dafür das Video mal ein kleines bisschen schneller laufen lassen, dann kann man es besser sehen. So, da ist die Schraube. Hier sieht man, dass diese vorderen Schrauben noch tiefer eingebaut sind. Ist wie gesagt ein kleines bisschen knifflig. Da ist die zweite. Das ging jetzt mal etwas besser. Und die vierte Schraube ist auch raus. So, jetzt sieht man hier also das Kombi-Instrument. Das muss man jetzt nach oben hin einfach abziehen, wenn die 4 Schrauben raus sind. Und dann klappt man das einfach nach hinten, wie ihr hier sehen könnt. Dann kommt man jetzt gleich auch an den eigentlichen Lichtschalter dran. Hier kann man jetzt schön sehen, wie der Lichtschalter eingebaut ist. Da ist so eine Rastnase, die muss man nach links rüber drücken. Dann kann man den eigentlichen Schalter nach oben abhebeln. An dem Stecker ist auch noch so eine Arretierungsnase dran. Die seht ihr jetzt dort. Da muss man dann drauf drücken und kann den Stecker dann auch abziehen. Ich versuche das gerade mit einer Hand, hat sogar funktioniert. So, und dann hat man schon den eigentlichen Schalter in der Hand und kann diesen dann mit reinnehmen. Ich zeige euch dann in einem der nächsten Videos, wie man den Schalter öffnet
und wie man den Schalter auch reparieren kann, weil diese Schalter haben ja oft Probleme, wie ihr sicherlich auch wisst. Ich hoffe, dass ich dir auch dieses Mal wieder mit meinem Video helfen konnte. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, aber noch wichtiger wäre mir, dass du meinen Kanal abonnierst, damit ich weiß, dass ich auch für dich hier weitermachen soll mit meinen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video.